Genau, und wir müssen darüber reden, wie so etwas möglich ist. Und ich habe direkt, nachdem ich das gesehen habe, mit einer Kollegin telefoniert, Bundestagsabgeordnete, die selbst Polizistin ist, die auch die Fälle in Magdeburg und beim Breitscheidplatz intensiv begleitet hat. Und die hat mir gesagt, erstens, natürlich muss man jeden Fall einzeln betrachten. Das ist, glaube ich, auch für Polizisten total wichtig, dass man die Ursachen genau anschaut. Aber es gibt daneben natürlich Dinge, die man grundsätzlich sagen kann. Etwas Strukturelles. Genau, und grundsätzlich, wir Grünen haben das genannt, auch wenn dieser Begriff jetzt schon oft benutzt wurde, eine Zeitenwende in der Sicherheitspolitik, braucht es diese Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Herr Kubicki hat eben beim Fall Magdeburg darüber gesprochen, dass Informationen den Behörden bekannt waren. Kurz. Stellen Sie sich die Frage, ob es diese Zeitenwende braucht, oder ist dahinter ein Ausrufezeichen? Ein Ausrufezeichen von meiner Seite aus. Und Herr Kubicki Weil ich hat finde, die gerade... Frage muss man sich nicht stellen. Hey Leute, was bei Markus Lanz abging, ist einfach nur zum Kopfschütteln. Da spricht Kubicki wenigstens sein Mitgefühl für die Opfer aus. Und was macht Frau Dröge von den Grünen? Sie legt los mit diesen unerträglichen "Wir Grünen machen das schon" Gelaber. Kein Plan, null Empathie und der Messerangriff in Aschaffenburg für sie anscheinend nur eine Randnotiz im grünen Bullshit-Bingo. Wie kann man so weit von der Realität entfernt sein? Ganz ehrlich. Diese Partei gehört sofort aufgelöst. Wenn ihr wissen wollt, warum ich mir bei Frau Dröge ernsthaft an den Kopf gefasst habe, bleibt dran und schaut euch dieses Video an. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal und schreibt mir in die Kommentare, wie ihr diese unerträgliche Arroganz findet. Ich will eure Meinung hören. Auf geht's! Aschaffenburg heute, da sehen wir eines der Bilder vom heutigen Tage, ein 2-jähriger Junge tot. Ein 41-jähriger Mann tot, ein weiteres kleines Kind schwer verletzt. Hier sitzen 2 Menschen, die sozusagen in den letzten 3 Jahren direkt oder indirekt Regierungsverantwortung getragen haben. Haben wir zu lange nicht genau hingeguckt, nicht verstanden. Also es ist jetzt das wiederholte Mal, dass wir uns genau diese traurigen Geschichten erzählen. Was geht Ihnen beiden durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Also zunächst mal ist das, glaube ich, das Schlimmste, was Eltern im Leben passieren kann, wenn ein Kind so aus dem Leben gerissen wird. Und mit 2, es ist einfach, mir blieb einen kurzen Moment einfach das Herz stehen. Ich fand das so furchtbar und brutal. Und ich glaube, das Erste ist einfach die unfassbar tiefe Anteilnahme für die Eltern an der Stelle. Das ist das, was jetzt an erster Stelle für mich steht. Und natürlich werden wir uns bei dieser brutalen Tat noch mal alles anschauen müssen, was noch getan werden kann, um unser Land sicherer zu machen. Weil es gibt null Toleranz für sowas. Null. Aus meiner Sicht. Herr Kubicki, was denken Sie? Das, was wir gerade gehört haben, ist etwas, was wir so oder so ähnlich in den letzten Jahren sehr oft gehört haben, ohne dass ich das jetzt als Plattitüde abtun will, überhaupt nicht. Aber die Statements ähneln sich, die Taten ähneln sich, die Geschichten, die wir uns erzählen, ähneln sich. Es gibt ein paar wenige dürre Details, auch die ähneln sich wieder fast bis ins Letzte hinein. Da ist jemand, der offensichtlich ausreisepflichtig ist, der selber sogar gesagt hat, ich reise wieder zurück ins Land, mehrfach straffällig geworden, auffällig geworden, die psychischen Probleme, von denen dann immer die Rede ist, Drogen sind im Spiel. Und man fragt sich, wie lange will man das diesem Land eigentlich noch zumuten? Ja, zunächst einmal ist jedes Opfer einer Gewalttat, egal wer, ein Opfer zu viel eigentlich. Das, was wir hier momentan erleben, was ich glaube, die Deutschen noch intensiver beschäftigen würde, ist was anderes, ob Kinder angegriffen werden in einem Park am offenen Tag oder ob jemand mit dem Messer durch die Gegend läuft und Erwachsene ersticht. Das ist schlimm genug, aber bei Kindern ist es noch mal was Besonderes, weil die ja von uns beschützt werden müssen eigentlich auch. Und ich glaube, und das befürchte ich auch, das wird jetzt die Migrationsdebatte, die Frage, wie gehen wir mit solchen Menschen um, beflügeln. Das wird wieder Wasser auf die Mühlen der AfD sein. Warum? Weil die Menschen langsam das Gefühl haben, was Sie beschrieben haben, Herr Lanz. Wir diskutieren das, wir haben Betroffenheitserklärungen, aber der Staat zeigt sich nicht in der Lage, sowas zu verhindern. Und das ist eine Form von Staatsversagen wie in Magdeburg, von der ich glaube, dass viele Menschen nicht mehr bereit sind, das hinzunehmen. Und diese Erklärungen, die wir als Politiker, also nicht wir beide jetzt, sondern im politischen Berlin und von den Verantwortlichen abgegeben werden, klingen ja auch ein bisschen hohl.
wenn wir uns mit mehreren hundert Beamten über die Frage unterhalten, ob wir Beleidigungen verfolgen sollen. Aber wir haben nicht mehrere hunderte Beamte, die solche Gefährder, und das war ja offensichtlich ein psychisch ist auf jeden Fall jemand, der auf dem Radar der Behörden war. Das ist der Ort selbst ist ein Gefährdungsort. Also wenn wir nicht mehr in der Lage sind, an solchen Orten, die wir identifiziert haben, die Menschen zu schützen, dann verstehe ich, dass die Menschen verzweifeln. Das geht mir auch so. Ich möchte auch nicht angegriffen werden auf öffentlichen Orten von Menschen, von denen wir wissen könnten, dass wir sie eigentlich entweder in Gewahrsam nehmen müssen oder außer Landes bringen müssen. Ich will jetzt nicht so platt sein und sagen, irgendwie, das ist doch letzten Endes Ihre Verantwortung. Mir ist schon klar, wer für was zuständig ist. Aber dennoch müssen wir uns doch die Frage stellen. Ich meine, da spricht der Vizepräsident des Deutschen Bundestages und sagt Staatsversagen. Und es klingt dabei so, als hätte er nichts damit zu tun. Ja, in Magdeburg wissen wir mittlerweile, dass es Staatsversagen war. Wenn jemand 103 Mal aktenkundig geworden ist und 6 verschiedene Behörden, Bundes- und Landesebene, sich mit ihm beschäftigt haben, es eine Gefährderansprache gab und trotzdem der Mann das nicht nur vorbereiten konnte, sondern ausführen konnte, dann haben unsere Sicherheitsbehörden versagt. Da kann man nicht drum herum reden. Was hier genau abgelaufen ist, werden wir feststellen müssen. Aber ich habe nicht das Problem, dass wir es feststellen werden, was da falsch gelaufen ist, sondern ich habe das Problem, dass ich merke auch in meinem sozialen Umfeld, dass immer weniger Vertrauen in die Leistungsfähigkeit des Staates vorhanden ist. Dass immer weniger Vertrauen daran ist, dass die Kernaufgaben des Staates erfüllt werden, während wir uns mit vielen anderen Dingen beschäftigen, die für uns wichtig sind, aber die die Menschen selbst nicht als so wichtig erachten wie ihr eigenes Leben oder den Schutz ihrer Kinder. Nochmals, auch das interessant und bitte nicht als platter Vorwurf. Sie sagten gerade, es ist Wasser auf die Mühlen der AfD. Mein Thema heute ist an dem Punkt nicht die AfD. Ich finde, wir reden in dem Zusammenhang immer über die AfD. Was hat das mit der AfD zu tun? Ja. Wir müssen doch darüber reden, wie so etwas möglich ist. Es hat mit der AfD erstmal ursächlich gar nichts zu tun. Genau, und wir müssen darüber reden, wie so etwas möglich ist. Und ich habe direkt, nachdem ich das gesehen habe, mit einer Kollegin telefoniert, Bundestagsabgeordnete, die selbst Polizistin ist, die auch die Fälle in Magdeburg und beim Breitscheidplatz intensiv begleitet hat. Und die hat mir gesagt, erstens, natürlich muss man jeden Fall einzeln betrachten. Das ist, glaube ich, auch für Polizisten total wichtig, dass man die Ursachen genau anschaut. Aber es gibt daneben natürlich Dinge, die man grundsätzlich sagen kann. Etwas Strukturelles. Genau. Und grundsätzlich, wir Grünen haben das genannt, auch wenn dieser Begriff jetzt schon oft benutzt wurde, eine Zeitenwende in der Sicherheitspolitik, braucht es diese Zeitenwende in der Sicherheitspolitik. Herr Kubicki hat eben beim Fall Magdeburg darüber gesprochen, dass Informationen den Behörden bekannt waren. Kurz. Stellen Sie sich die Frage, ob es diese Zeitenwende braucht, oder ist dahinter ein Ausrufezeichen? Ein Ausrufezeichen von meiner Seite aus. Und Herr Kubicki Weil hat gerade... Die Frage muss man sich nicht stellen. Nein, das war keine Frage, sondern ein Ausrufezeichen von meiner Seite aus. Herr Kubicki hat Magdeburg gerade angesprochen und dass der Täter den Behörden bekannt war. Und trotzdem hat das nicht dazu geführt, dass Informationen zueinander gekommen sind, dass gehandelt wurde. Deswegen sagen wir Grünen schon seit längerem eine Reform des Nachrichtendienstgesetzes, dass die Zusammenarbeit zwischen Behörden verbessert wird, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz als Frühwarnsystem identifiziert wird, dass es stärkere Aufklärungsmöglichkeiten auch im Netz gibt, um solche Taten zu identifizieren. Polizeiausstattung, Personalausstattung an der Stelle. Es sind enorm wichtige Schritte, die wir gehen könnten. Mir geht's um was Grundsätzliches, Frau Dröge. Ich darf ich kurz sagen, weil das sonst ins falsche Licht gerückt wird. Ich sage Wasser auf die Mühlen der AfD, weil mehr Menschen als bisher sagen würden, einfach raus, weg. Wir wollen diese Menschen nicht. Das geht so nicht. Wir wollen diese Menschen nicht mehr einfach raus und weg. Vermitteln. Und jetzt haben wir noch mit Donald Trump jemanden, der es zur offiziellen Politik in den Vereinigten Staaten macht. Wir fassen die potenziellen und tatsächlichen Straftäter, schieben sie ab, bringen sie über die Grenze. Und dann ist die Diskussion, die wir differenziert führen wollen, ist das rechtsstaatlich alles überhaupt möglich, von den Leuten wird nicht mehr akzeptiert. Die sagen, wir wollen nicht mehr belästigt oder konfrontiert werden mit Gewalttätern, die wir in diesem Land nicht haben wollen. Und wenn ihr Politik, die demokratischen Parteien das nicht schaffen, dann machen das die anderen. Ich habe Sie schon verstanden. Auch die Tatsache, deswegen sage ich einmal, einen Moment grundsätzlicher werden, auch wenn es spät ist und auch wenn es anstrengend ist, ich verstehe das alles. Aber was sagt es uns, wenn ein Park in Aschaffenburg, ich kenne Aschaffenburg ein ganz kleines bisschen, eine sehr beschauliche, schöne Stadt, zu einem gefährlichen Ort erklärt wird von Behörden? Da gibt es einen Park in einer Kleinstadt in Bayern und da sagen die Behörden, das ist ein gefährlicher Ort. Ja. Was erzählt uns das über den Zustand von Deutschland im Jahre 2025? Dass er sich von dem Zustand unterscheidet, in dem ich groß geworden bin beispielsweise. Das ist ein Zustand, den die meisten Menschen, die ich kenne, so nicht wollen und auch nicht mehr akzeptieren, dass es so ist. Aber ich muss auch andersrum sagen, wenn wir feststellen, es ist ein gefährlicher Ort, dann erwarte ich von den Sicherheitsbehörden, dass dieser gefährliche Ort auch als solcher behandelt wird. Dann erwarte ich, dass in dem Park beispielsweise auch Polizeibeamte unterwegs sind, die solche
Angriffe gerade auf kleine Kindergruppen oder auf Erwachsene verhindern können. Wenn ich identifiziere, etwas ist gefährlich, nicht, dann muss ich was zur Gefahrenabwehr machen. Und wenn das nicht passiert ist, werden wir diese Fragen klären müssen und auch mal uns mit der Frage beschäftigen, haben wir richtige Prioritäten bei der Bekämpfung von Problemen in unserem Land. Noch einmal, wir beschäftigen in Deutschland momentan mehrere hundert Polizeibeamte ausschließlich mit der Frage, sind Politiker beleidigt worden, müssen wir das verfolgen. Die könnten wir vielleicht besser einsetzen, wenn sie sich auf die Kernaufgaben konzentrieren würde, nämlich Gewalttaten zu verhindern. Da sind wir jetzt quasi schon fast wieder im Wahlkampf. Sie spielen dann auch die Schwachkopfbeleidigung, nehme ich an. Ich spiele nicht, aber da will ich jetzt gar nicht reingehen. Aber ich spiele darauf an, dass Beleidigungen schlimm sind, aber dass die Abwehr von Gewalttaten prioritär sein muss. Aber wenn Sie dann jemanden wie Olaf Scholz heute hören, und da merkt man, dass Wahlkampf ist, der sagt, das ist völlig falsch verstandene Toleranz, da müssen die Behörden konsequent durchgreifen, dann denke ich, das hören Menschen und die werden wahnsinnig. Ja. Wenn die sagen, da ist Politik und schiebt den schwarzen Peter jetzt einfach ganz entspannt rüber zu Polizisten, die sollen das jetzt klären oder Staatsanwälte, wer auch immer. Und die sagen, Leute, pass auf, so geht das nicht. Ihr habt uns hier einen Zustand herbeigeführt, den wir schlicht nicht mehr handeln können, wie so etwas ja zeigt. Aber deswegen muss man sich das auch genau jetzt anschauen. Also beispielsweise im Fall Magdeburg gibt es viele offene Fragen, auch an die Behörden vor Ort. Was ist mit Solingen? Was ist mit Brockstedt? Zum Beispiel was wird ist mit auch Bad Oeynhausen? Bayern, auch wird Markus Söder sich sehr genau anschauen müssen, warum, wir haben die Frage gerade gestellt, ein Park als gefährlicher Ort identifiziert wurde und die Polizei in Bayern oder die bayerische Landesregierung nicht ausreichend tut, damit dieser Ort sicher wird. Das sind natürlich Fragen, die wir miteinander diskutieren. Ernsthaft, das ist das Thema der bayerischen Polizei? Nein, ich habe ja eben gesagt, was gerade auf Bundesebene auch alles aus unserer Sicht notwendig ist. Und wir haben ja auch gemeinsam miteinander in den letzten 3 Jahren eine ganze Reihe an Gesetzen beschlossen, erst im Dezember noch im Deutschen Bundestag. Sie sagen Bayern, Entschuldigung, wir reden über Berlin, Görlitzer Park, wir reden über egal was. Den Ball kann man, also man zeigt mit dem Finger auf einen und es zeigen 10 Finger zurück. Sie haben gerade so gemacht, Herr Kubicki. Ja, weil wir viel beschlossen haben und davon wenig umgesetzt haben. Und das ist ja das Problem. Also wir meine ich momentan die politische Klasse, spielt Problemlösungsmöglichkeiten vor, die in Wahrheit gar nicht so bestehen. Und deshalb ich kann nachvollziehen, dass die Union beispielsweise erklärt jetzt im Wahlkampf, und ich will mal sehen, wie sie das umsetzen will, dass wir keinen weiteren Zugang nach Deutschland erlauben von Leuten, die wir hier nicht haben wollen. Punkt, aus, Ende. Wir könnten uns mit der Frage intensiver beschäftigen, das mache ich ja die ganze Zeit auch schon im Deutschen Bundestag, warum wir beispielsweise unsere Entwicklungshilfe, die wir an Länder leisten, deren Aufbau wir fördern wollen, nicht daran binden, dass diese Regierungen dort bereit sind, ihre eigenen Staatsbürger zurückzunehmen, wenn wir die bei uns nicht mehr haben wollen. Das ist dann einfach unmenschlich, wird mir erklärt. Aber wenn wir in Syrien wieder Aufbauhilfe leisten wollen für 29 Millionen, dann darf Frau Baerbock sagen, das geht aber nur, wenn die Gleichberechtigung der Frauen durchgesetzt wird. Wir müssen unsere Interessen intensiver wahrnehmen als bisher. Das ist nicht menschlich. Das hat mit Menschlichkeit nichts zu tun, Frau Dröge, dass wir hinnehmen müssen, dass bei uns Straftaten passieren, die wir verhindern könnten, wenn wir diejenigen, die als Gefährder gelten, wirklich abschieben würden. Sie haben mit dem Kopf geschüttelt, Frau Dröge. Ja, weil das Problem an dieser Debatte ist, und das jetzt wirklich wenige Stunden nachdem diese Tat passiert ist, schon wieder alles gerade miteinander vermischt wird. Also von Syrien über Entwicklungszusammenarbeit bis zu diesem konkreten Fall wird jetzt alles durcheinander geworfen von Ihnen gerade. Wir können Bedingungen setzen. Und so setzen. können wir eine Debatte aus meiner Sicht nicht führen. So, wenn wir mit Syrien anfangen, müssen wir über Syrien aus meiner Sicht reden. Und der Frage uns stellen, auf der einen Seite, ist Syrien ein sicheres Land? Zweitens, das sind Afghanen. Die afghanischen Taliban haben uns angeboten, ihre Leute zurückzunehmen. Warum machen wir das nicht? Zweitens ist die Frage eindeutig beantwortet, wer hier schwere Straftaten begeht, der verliert sein Recht auf Schutz und muss dieses Land verlassen. Das regelt unser Gesetz, das ist Rechtsgrundlage jetzt schon. Bitte, ich würde es jetzt gerne mal konkret verstehen. Das ist ein ganz guter Punkt, den Sie gerade machen. Es gibt den Vorschlag, ich glaube, der CSU und auch der Union, die sagen, eine Straftat und dann war es das. Es gibt die Frage, die rechtliche Frage, geht das denn überhaupt? Mich würde erst mal die politische Dimension interessieren. Wären Sie bereit, so einen Weg mitzugehen? Würden Sie sagen, wenn jemand hier in dieses Land kommt, der sucht hier Schutz, der will etwas von dieser Gemeinschaft und das ist dann das Ergebnis, der ist mehrfach polizeilich auffällig geworden. Ich sage mal, wenn wir beim ersten, beim zweiten oder vielleicht beim dritten Mal wenigstens konsequent gewesen wäre, wäre das heute wahrscheinlich nicht passiert. Wären Sie zu so etwas bereit? Also wir Grünen haben sehr klar gesagt, wer schwere Straftaten begeht, gehört als allererstes ins Gefängnis. Ich finde, das ist eine Frage der Gerechtigkeit,
auch den Opfern gegenüber. Also erst Strafe absitzen und dann abschieben. Genau, weil jemanden auf freiem Fuß in ein anderes Land zu lassen, damit er im Zweifel wiederkommt und wieder Straftaten begeht, halte ich für eine sehr unvernünftige Sicherheitspolitik. Also Strafe aber absitzen schwere und dann Straftaten absitzen und danach muss jemand ein Land verlassen. Ja, das ist eine klare Aussage von uns Grünen. So. Das ist ja, hört sich ja gut an, nicht, dass wir jemanden verfolgen müssen, aber jemand, der ein Tötungsdelikt begeht, hat 15 Jahre plus auf der Schulter. Und es macht relativ wenig Sinn, dass wir sozusagen dessen Strafverbüßung auch noch finanzieren. Wir haben es übrigens gemacht. Wir haben ja Straftäter nach Afghanistan abgeschoben, obwohl sie die Strafe noch nicht verbüßt hatten. Jeweils diese 29, die hingeflogen sind. Nicht? Was ja angeblich nicht ging. Aber wir haben auch die rechtlichen Möglichkeiten, Menschen abzuschieben, die eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung darstellen. In allen Konventionen, die wir haben, ist eine solche Passage enthalten, dass kein Land der Welt die Gefährdung seiner öffentlichen Sicherheit und Ordnung hinnehmen muss von Einzelpersonen, die Schutz suchen. Wenn klar ist, dass wir Gefährder haben, die bereit sind, exorbitante Straftaten, Verbrechen zu begehen, sind wir nicht verpflichtet, sie bei uns aufzunehmen. Und deshalb frage ich mich die ganze Zeit immer schon, warum wir nicht versuchen, konsequent und interessengeleitet mit denjenigen Regierungen, selbst wenn sie uns nicht gefallen, in Verhandlungen darüber einzutreten, ob sie die Staatsbürger, die wir loswerden wollen, nicht wieder aufnehmen wollen. Und wenn sie es nicht wollen, dürfen sie auf unsere finanzielle Hilfe zum Aufbau ihres eigenen Landes nicht hoffen. Frau Drüge. Also wir haben ja einen Konsens darüber und das habe ich auch gerade sehr klar gesagt, dass jemand, der eine schwere Straftat plant und als Gefährder eingeschätzt wird, genauso ein Recht auf Schutz verloren hat. Und das haben wir Grünen auch immer sehr klar an dieser Stelle gesagt. Das andere ist eine Vermischung mit anderen Themen. Wenn Sie beispielsweise sagen, Sie streichen die gesamte Entwicklungshilfe für bestimmte Länder auf der Welt, dann schaffen Sie eine Ursache dafür, warum Menschen fliehen. Und das ist aus meiner Sicht für sich selbst gedacht schon dumm. So, wenn Menschen eine sichere Lebensgrundlage haben, das heißt, wenn sie nicht verhungern in Ländern, und unsere Entwicklungshilfe ist ja darauf ausgerichtet, dort vor Ort Strukturen, wirtschaftliche Strukturen zu schaffen, zu unterstützen bei Elektrizität, bei Wasserversorgung, damit Menschen dort leben können. So, und wenn sie damit eine sichere Heimat vor Ort haben, dann müssen weniger Menschen diesen lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer überhaupt gehen. Und deswegen hat Entwicklungszusammenarbeit aus unserer Sicht, aus meiner Sicht, auch eine ganz wichtige Funktion, dass Menschen gar nicht auf die Flucht müssen. So, und deswegen ist das aus meiner Sicht ein unvernünftiger Vorschlag. Schon ganz kurz, wie viel geben wir aus für Entwicklungszusammenarbeit? 30 Milliarden? Habe ich das falsch im Kopf? 31 insgesamt. Wir sind 31 Milliarden. Wir geben das aus. Wir sind das Land weltweit, bezogen auf die Bevölkerung und aufs Bruttoinlandsprodukt, was am meisten ausgibt für Entwicklungshilfe. Weltweit. Doppelt so viel wie die Amerikaner bezogen aufs Bruttoinlandsprodukt, viermal so viel wie der Rest Europas. Und die Frage ist, warum wir deutsche Interessen damit nicht verbinden können. Warum wir deutsche Interessen damit nicht verbinden können. Warum ist Donald Trump in den USA so beliebt und warum hat das eine fatale Konsequenz auch für Deutschland? Weil der sagt, ich setze die Interessen, die wir haben, durch. Und hat gerade auch die Entwicklungshilfe eingefroren, hat aber dem Außenministerium dort erlaubt, wenn es wichtig ist, das weiterzuführen. Aber gesagt, zunächst einmal müssen wir unsere Interessen koppeln mit dem, wofür wir Geld bezahlen. Also Donald Trump wird dann beliebt, wenn man seine Konzepte kopiert und wenn man nicht als demokratische Parteien andere Alternativen dagegen setzt und auch die Möglichkeit nutzt und den Mut hat, einen differenzierten politischen Diskurs dagegen zu stellen. Und dass Sie jetzt hier sagen, okay, schauen wir uns mal Donald Trump als Vorbild an, das halte ich für einen politischen Fehler, ehrlich gesagt. Weil wenn wir uns anschauen, was Donald Trump auf der anderen Seite bedeutet, Donald Trump hat gerade als Präsident der USA in einem ersten Akt 1500 Menschen begnadigt, die das amerikanische Parlament angegriffen haben, darunter Straftäter, die Polizisten schwer verletzt haben. Das ist der Präsident der USA, den Sie jetzt hier gerade so positiv erwähnen an der Stelle. Und das halte ich nicht für verantwortungsvoll. Ich beteilige mich hier am Trump-Bashing, weil ich mich gar nicht erklären will. Es geht nicht um Bashing, sondern eine realistische Beschreibung dieses Präsidenten. Ich wäre immer ein bisschen zurückhaltender, weil wir brauchen unsere amerikanischen Partner noch. Aber unabhängig davon. Ich habe versucht zu erklären, warum die Demokratin Kamala Harris vom Feld gehauen hat. Weil die Amerikaner gesagt haben, der sagt, was er will. Und er setzt das jetzt im Zweifel um. Auch die Nachwahlumfragen bestätigen ihn da. America First heißt, wir müssen unsere amerikanischen Interessen verbinden mit dem, was wir in der Welt an Geld austeilen. Und es wäre vielleicht mal ganz sinnvoll, wenn wir Deutschen mal versuchen zu erklären, dass wir auch eigene Interessen haben. Wenn wir denn schon Geld bezahlen in andere Länder, dann dürfen wir erwarten, dass die uns im Zweifel auch entgegenkommen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass man Populisten nicht damit entgegentritt, dass man versucht, so zu klingen wie Populisten, sondern dass man politische Alternativen dafür bietet und sich auch damit auseinandersetzt, warum Konzepte von Populisten nicht funktionieren. Da habe ich einfach ein
anderen Blick Aber Sie müssen drauf. sich doch trotzdem die Frage gefallen lassen, Frau Dröge, wenn wir so viel Geld für ein besseres Leben in anderen Ländern ausgeben, warum haben wir dann so problematische Leute hier in diesem Land? Also Warum so viele? Weil das, was wir hier sehen, das ist nicht der berühmte traurige Einzelfall. Sondern was wir da sehen, ist tatsächlich ein immer wiederkehrendes Muster. Und wir erzählen uns die immer wieder gleichen Geschichten. Und diese deutsche Öffentlichkeit hat, finde ich, eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Die Leute sind bereit, die Dinge differenziert zu sehen. Die sind bereit, differenziert darauf zu schauen. Die sehen ganz genau, was auch sozusagen die guten Seiten von Migration sind. Das verstehen die alles ganz genau. Aber das ist der Teil, den kein Mensch mehr versteht. Das ist der Teil, den wir uns immer wieder erzählen. Und ehrlich gesagt muss man die Tickermeldung gar nicht weiterverfolgen. Man hört von der Tat und man ahnt, das Nächste, was kommt, ist, da ist jemand, der schon auf dem Radar der Polizei gewesen, weil er bereits mehrfach straffällig geworden ist. Und weil Sie gerade vorhin sagten, die Abgeschobenen nach Afghanistan. Ich habe einen Fall von den 28, die da abgeschoben worden sind, in das Land, in das man angeblich nicht abschieben kann, ging dann plötzlich doch mit Hilfe der Kataris. Man hat einen sehr pragmatischen Weg dafür gewählt. Einer von denen hatte 130 Straftaten auf dem Kerbholz. Und ich frage mich dann als Bürger dieses Landes, warum hat nach 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100 keiner reagiert? Und erst beim 130. Mal sagt dann jemand, und jetzt reicht's. So, und deswegen finde ich trotzdem, dass die Debatten auseinandergehalten werden müssen. Wir reden hier jetzt gerade über Länder wie Syrien und Afghanistan, Länder, in denen Krieg herrscht, Länder, in denen Menschen vor Terror geflohen sind. Und Herr Kubicki herrschte in Syrien und jetzt bis vor wenigen Wochen herrschte. Und Herr Kubicki richtet dann seinen Blick auf die Entwicklungszusammenarbeit nach Afrika. Das heißt, egal woher die Leute kommen, Hauptsache das Ausland, Hauptsache Ausländer, ehrlich gesagt. Und ich stelle jetzt mal alle gemeinsam in eine Perspektive. Und das finde ich nicht richtig. Und wenn wir uns Syrien anschauen, unsere Außenministerin war gerade da, die hat sich das furchtbare Foltergefängnis von Assad angeschaut. Ein Ort der Hölle auf Erden, ehrlich gesagt. Davor sind Menschen zu uns geflohen. Und ich finde, wenn wir darüber reden, und es ist wichtig, über Straftäter zu sprechen, ist es auch wichtig, über die anderen zu sprechen. Und die Menschen aus Syrien, um das einmal zu sagen, nein, ich finde Sie das vermischen jetzt gerade die Dinge. Ich finde, wir müssen das sauber auseinanderhalten. Genau. Ich finde, das eine ist Menschen, die Schutz suchen. Wir reden über Migration. Das hat ganz viele Facetten, besprechen wir hier sehr häufig. Ich rede heute hier, sehr klares Framing, ausschließlich über Menschen, die straffällig werden, so wie heute in Aschaffenburg, aber die offenkundig eine ganze Liste von Dingen haben. Das war in Brockstedt ähnlich. Da haben wir auch jemanden, der war gerade frisch aus dem Gefängnis entlassen. Und sagt, es gibt viele Anis Amris da draußen. Bei seiner Entlassung. Und wenig später passiert diese furchtbare Geschichte. Und was dann immer passiert, fast ritualhaft ist, das hat sich jetzt ein bisschen verändert, glücklicherweise, wie ich finde, fast ritualhaft geht man einfach mit einem großen Schweigen darüber hinweg. Jetzt ist gerade Wahlkampf, jetzt ist es Thema, jetzt äußert sich auch der Bundeskanzler dazu. Ansonsten hatten wir viele, viele Fälle, wo wir eigentlich so getan haben, als wäre eigentlich im Grunde nichts passiert. Ehrlich gesagt haben wir nach jedem schlimmeren Anschlag, nach jedem schlimmeren Mord eine sehr intensive politische Debatte gehört und auch Gesetze im Deutschen Bundestag verändert. Nach jedem. Nach jedem dieser Anschläge und Übergriffe Debatte, haben wir Gesetze im Deutschen Bundestag geändert. Und mit Blick auf Straftäter habe ich für uns Grüne sehr klar gesagt, was aus unserer Sicht die Konsequenzen sind. Ich habe die Debatte ja mit Katrin Göring-Eckardt aufgeführt. Also der humanitäre Ansatz, Menschen, die wirklich Hilfe brauchen, denen zu helfen, ist bei mir genauso vorhanden wie bei anderen. Aber es kommen immer mehr Menschen zu uns, die eigentlich unsere Hilfe gar nicht brauchen und im Zweifel auch gar nicht wollen, so wie wir uns das vorstellen. Ich habe Katrin Göring-Eckardt gefragt, gerade weil Sie, Kollegin Dröge, angesprochen haben, die Assad-Schergen, von denen gibt es mehrere Tausend, die sind auf dem Weg nach Europa, nach Deutschland. Wollen wir die Folterknechte aus den Assad-Gefängnissen jetzt bei uns aufnehmen, weil sie kommen und sagen, wir werden in Syrien verfolgt, oder wollen wir sagen, das ist nicht unser Problem? Bleibt da, wo ihr seid, oder schicken wir die schlicht und ergreifend zurück? Wollen wir Leute, die in Syrien kriminell geworden sind, bei Foltermethoden und Mord und Totschlag, wollen wir die jetzt bei uns als Flüchtlinge aufnehmen? Weil wir sagen als Deutsche, jeder, der flieht, hat einen besonderen Grund und hat einen besonderen Schutzstatus. Ich will das nicht. Und alles, was ich in meiner politischen Macht tun kann, wird das verhindern. Frau Dröge, kleine Anmerkung. Ihnen geht es um das Grundsätzliche. Das Grundsätzliche war das, was im Europäischen Parlament beschlossen worden ist. Als man gesagt hat, wir müssen diese Einwanderung irgendwie in den Griff kriegen. Wie haben da die deutschen Grünen im Europäischen Parlament abgestimmt?
Ich kann Ihnen sagen, wie die deutsche Bundesregierung abgestimmt hat, weil für die Das bin war ich nicht meine zuständig. Frage. Aber für die bin ich zuständig. Ich sitze hier als Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion. Und unsere Außenministerin hat dieses Gesetz verhandelt und die deutsche Bundesregierung hat zugestimmt. Das ist zutreffend, was Sie Ja, sagen. Aber genau. trotzdem, wie haben die deutschen Grünen im EU-Parlament gestimmt? Die haben nicht zugestimmt, aber ich Warum repräsentiere nicht? die deutschen Grünen und deswegen vertrete ich die Position der deutschen Grünen und die deutschen Grünen haben zugestimmt. Warum? Warum wir zugestimmt Nee, haben? warum haben die anderen nicht zugestimmt? Wenn es Ihnen Weil- doch so wichtig ist, was Sie gerade beschreiben, und wenn das doch alles sozusagen nicht populistisch zugespitzt einfach mit harten Forderungen untermauert werden soll oder hinterlegt werden soll, sondern Sie sagen, mir geht es um das Strukturelle, das große Ganze. Ja. Die stimmen dann nicht zu. Das war das große Ganze, das Strukturelle, nichts anderes. Genau. Und dieses große Grenze hat Annalena Baerbock verhandelt. Nicht meine Frage, Frau Dröge. Warum hat haben die nicht sie zugestimmt? Damit suggeriert man ja, dass die Grünen nicht zugestimmt hätten. Und da jetzt die deutschen Grünen hier zur Wahl stehen, sage ich sehr klar, dass wir zugestimmt haben. Und das Zweite ist, um das auf Frau einmal... Dröge, Ja, Sie ich haben- beantworte Ihre Sie haben Frage. recht. Ich Aber die beantworte haben Ihre doch auch Frage was jetzt mit- auch. haben die nichts mit Ihnen zu Ich tun? beantworte Ihre Frage jetzt auch an dieser Stelle sehr konkret. Im Europäischen Parlament sind die Abgeordneten ja auch noch mal beteiligt an Gesetzgebungsprozessen. Unsere Europafraktion hatte Verbesserungsvorschläge und hat dann gesagt, der Europäische Rat hat sie nicht in ausreichendem Maße berücksichtigt. Deswegen haben die sich entschieden, nicht zuzustimmen. Und wir haben aber gesagt, das Gesamtpaket ist trotzdem wichtig und deswegen stimmen wir zu. Ist das politisch irgendjemandem vermittelbar? Wie viel Glaubwürdigkeit hat das dann, was Sie gerade gesagt haben? Sehr viel, weil tatsächlich verantworte ich die deutsche Politik. Aber Sie verstehen diese kleine kognitive Dissonanz, die man da hat. Man könnte jetzt Herrn Kubicki fragen, wie sehr er mit Margarete Vestager beispielsweise den europäischen Liberalen übereinstimmt. Die europäische Parteienfamilie ist immer etwas größer als nur eine nationale Landesgruppe. Und deswegen stehe ich hier jetzt als Vertreterin der deutschen Grünen. Warum haben Sie dann so lange noch mal strukturell die sicheren Herkunftsländer, die Maghreb-Staaten, verhindert? Warum? Länder, in denen Tausende, Zehntausende Deutsche jedes Jahr Urlaub machen, die da hinfahren, kann man keinem vernünftigen Menschen erklären, warum das keine sicheren Herkunftsländer sein sollen. Ich verstehe, dass es immer wieder durch wechselnde Regierungen auch schwierige politische Situationen gibt. Alles zugestanden. Aber wirklich schwer zu vermitteln. Wenn man dann sich die Zahlen auch anschaut, wenn man in die Kriminalitätsstatistik reinguckt, schwierig. Also auch da ist es so, dass wir uns sehr im Detail angeschaut haben, was effektivere Verfahren sind, um diejenigen, die ausreisepflichtig sind, auch tatsächlich schnell abzuschieben. Und da haben uns Experten immer wieder gesagt, dass das Konzept der sicheren Herkunftsländer im Detail überhaupt nicht zur Geschwindigkeit führt, sondern auch wieder eines dieser Symbole ist, was dann zu wenig führt. Aber was tatsächlich zu etwas führt, ist, wenn die Behörden die Fälle, wo sie wissen, dass eine geringe Bleiberechtsperspektive ist, auch tatsächlich in ihrer Bearbeitung priorisieren und damit schneller dazu führen, weil diejenigen, die tatsächlich nicht bleiben können, die brauchen natürlich auch Klarheit und sollten hier nicht so lange warten müssen. Also es ist für beide Perspektiven sogar richtig. Und deswegen haben wir einen konkreteren Vorschlag gemacht, aus unserer Sicht einen praktikableren Vorschlag gemacht. Und wir haben, und das gehört auch dazu, in den letzten Jahren im Deutschen Bundestag wirklich ein erhebliches Maß an unterschiedlichen Reformen vorangebracht. Deswegen möchte ich an dieser Stelle diesen Vorwurf der Handlungsunfähigkeit, der ein bisschen im Raum steht, zurückweisen. Ich glaube, Herrn Kubicki geht es da ähnlich. Ich nehme Sie als sehr pragmatische Politikerin wahr, als jemand, mit dem man sich sehr gut auch auseinandersetzen kann, auch über solche Themen. Und ich sage mal so, wir werden Sie schlicht und ergreifend in der nächsten Regierungsbeteiligung, so sie denn kommt, genau an dem messen, was gerade gesagt worden ist. Schlicht und ergreifend. Herr Kubicki, Sie sind nicht überzeugt? Nein, mir ist die ganze Zeit durch den Kopf gegangen, dass wir beide gerade dokumentieren, warum es mit dieser Koalition so nicht weitergehen konnte. Und ich will gar keinen Vorwurf hin und her verteilen. Wir haben völlig unterschiedliche Herangehensweise an bestimmte Probleme. Und es gibt einen Punkt, wo man feststellt, kommt man noch zusammen oder kommt man nicht mehr zusammen. Und der Punkt war im letzten Jahr bereits erreicht, dass klar war, wir kommen nicht zusammen. Nicht nur in dieser Frage, sondern auch in anderen Fragen. Das heißt, Sie schließen das aus, jemals wieder für die nächsten Jahre? Aber die nächsten Jahre. Wer bin ich? Ich schließe persönlich für mich aus. Und ich kann das auch für meine Wirkungsmöglichkeiten der FDP sagen. Ich schließe aus, dass wir in den nächsten Jahren, in der nächsten Bundesregierung, wie auch immer die gestaltet sein wird, mit den Grünen zusammenarbeiten. Das wird es mit mir nicht geben. Und zwar nicht, weil ich sie für schlechtere Menschen halte, im Gegenteil, sondern weil ich glaube, dass die Problemlage, in der wir uns befinden, weltweit gerade so manifest ist, dass sich völlig unterschiedliche Menschenbilder, die wir haben, nicht kompatibel zu einem Kompromiss zusammenfinden lassen. Und da muss man sich entscheiden.